ich habe dann beschlossen, so, okay, koste es, was es wolle, du wirst gesund und du machst jetzt alles, egal wie unangenehm das ist für dich, um dahin zu kommen. Ja, hallo Gerti, so schön, dass wir jetzt zusammen über dieses Thema sprechen dürfen, und zwar das große Thema Selbstheilung. Und ich finde das so cool, dass wir uns über Instagram kennengelernt haben und dass wir nämlich beim ersten Austausch wir so Parallelen gefunden hatten und ich dann einfach gefragt habe, du, möchtest du eigentlich deine Geschichte auch erzählen? Und du hast gesagt, ja, und heute bist du hier. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du da bist. Ja, danke schön. Ich freue mich, dass ich hier diese Plattform kriege, weil das ist auch so mein absolutes Herzensanliegen, mit der Geschichte rauszugehen, einfach weil ich gerne anderen Mut machen möchte mit dem, was ich erlebt habe. Oh ja. Und deine Geschichte ist auch so mutmachend. Ich finde es so genial, ja, wie du einfach nicht aufgegeben hast und weitergesucht hast und ja, die Hoffnung dein treuer Begleiter war. Erzähl doch uns noch ein bisschen was über dich, wer du bist, von wo du kommst vielleicht, und dann tauchen wir ein in deine Krankheitsgeschichte. Ja, total gerne. Also ich bin Gerti, 38 Jahre alt, ich bin verheiratet, ich bin Mama von 3 Kindern, die sind jetzt 13, 11 und 9 Jahre alt. Und ich komme aus der Nähe von Jülich, das ist ganz grob gesehen zwischen Köln und Aachen. Und ja, ich bin ehemals Autoimmunerkrankte. Ich hatte mal Morbus Basedow und heute bin ich gesund. Und wie das dazu kam, das erzähle ich euch jetzt gleich. Oh ja, da bin ich schon mega gespannt. Und du hast auch schon gesagt, dass du dir ein paar Notizen gemacht hast, gell? Weil es einfach so viel ist und man gegen Ende denkt man so, okay, wie kriege ich das alles unter einen Hut? Genau. Also sollte ich mal nach unten gucken, hier liegt ein Zettel, aber ich versuche mal einfach frei von der Leber weg erzählt. Genau, und ansonsten habe ich hier einen Spickzettel, das stimmt. Super. Einfach weil ich die ganzen Zahlen sonst durcheinander werfe. Ich kenne mich. Ich bin auch kein Zahlenmensch, überhaupt nicht. Ja. Ja, dann darfst du gerne einfach starten. Wann war es so das erste Mal, wo du gemerkt hast, irgendetwas ist anders? Ja, ich mache eine kleine Zeitreise mit euch. Ich nehme euch mit zurück ins Jahr 2012. Wir treffen dort eine etwas jüngere Gerti und da war mein jüngstes Kind gerade ein Jahr alt. Wir waren umgezogen, alles war neu, meine ganze Lebenssituation war neu. Ich habe so mein komplettes soziales Umfeld einmal hinter mir abgebrochen, einfach räumlicherweise. Und wir hatten ein neues großes Haus, wir hatten einen großen Garten. Ich hatte 3 kleine Kinder, alle im Abstand von 2 Jahren. Und ich habe so das Gefühl gehabt in mir, ich muss mich jetzt sehr anstrengen, ich muss hier alles schaffen. Mein Mann ist tagsüber arbeiten gewesen und ich war hier mit den Kindern alleine. Und ich habe so innerlich einen großen Leistungsdruck entwickelt und hatte auch so das Gefühl, ich muss funktionieren, ich muss ja, mich besonders anstrengen, damit alles perfekt läuft. Hatte auch sehr, sehr große Ansprüche an mich selbst. Und am Anfang habe ich gar nicht gemerkt, dass ich krank bin, sondern ich habe einfach gemerkt, ich habe wahnsinnig viel Energie. Also ich habe das Gefühl gehabt, 2 Stunden Schlaf nachts reichen. Und ich war tagsüber ständig beschäftigt, ständig unterwegs. Ich habe sehr schnelle Gedankengänge gehabt so und hatte auch das Gefühl, so mir ist die ganze Zeit warm, ich habe Energie für 3 und war so ein kleiner Wirbelwind und Hans Dampf in allen Gassen. Und irgendwann gab es so eine Zeit, da setzten nächtliche Panikattacken ein. Also ich weiß heute, es sind Panikattacken. Damals habe ich das gar nicht so ähm, deuten können. Es war so, dass ich abends in meinem Bett lag und meine Gedanken sind noch so ein bisschen spazieren gegangen. Und dann war das so von jetzt auf gleich, als hätte mir einer so ein Kübel Eiswasser in den Bauch geschüttet. Okay. Und mir wurde kalt, mir wurde kotzübel schlecht. Und ich bin dann immer aus dem Bett raus. Es lief dann wirklich auch aus allen Löchern. Ich musste zur Toilette und war dann total zittrig und aufgeregt. Und ich konnte wirklich nur einschlafen, wenn ich mir 2 heiße Wärmflaschen mit ins Bett genommen habe. Und ja, mich eine Weile hin und her gewälzt habe. Ich bin dann am nächsten Morgen immer so seltsam leer und hohl und ja, irgendwie so ausgebrannt innerlich aufgewacht.
Mhm. und konnte das gar nicht so richtig einordnen. Und es kam aber und ich dachte, naja, okay, vielleicht Stress, du hast ja vorher ein bisschen gegrübelt oder so und habe mir da nicht weiter Gedanken drum gemacht. Und dann hatte ich irgendwann rote Flecken auf den Schienbeinen, mehrere. Und Mhm. ähm, die taten nicht weh, die haben nicht gejuckt, aber die waren halt da und es wurden immer mehr. Und dann bin ich halt irgendwann mal zum Hautarzt gegangen. Der hat sich das Ja. angeguckt und hat gesagt, so, das ist seltsam, so was hat er noch nicht gesehen. Das sind lauter entzündete Gefäße. Es gäbe Mhm. aber Krankheiten der inneren Organe, die sowas machen könnten. Und ich soll mal bitte zum Internisten das abklären. Nee, gar nicht. Der hatte mir noch Blut abgenommen, so war das. Genau, der Hautarzt hatte mir noch Blut abgenommen. Und ich habe das schon so vergessen, naja, Arzt hat Blut abgenommen. Dann rief der aber ein paar Tage später abends an, abends nach 8. Und wenn sich Ärzte abends melden, so, weißt du, okay, es ist was. Ja. Und so war es auch. Und dann sagte nämlich der Hautarzt, Frau Schülpe, nehmen Sie irgendwas für die Schilddrüse? Und ich, nein. Und er so, also Sie müssen bitte unbedingt zum Internisten und das abklären lassen. Ihre Werte sind absolut außerhalb der Norm. Ja, und dann bin ich dann auch zum normalen Arzt, also zum Internisten, und habe da nochmal Blut abgegeben. Da stand diese Verdachtsdiagnose schon im Raum, einfach so von den körperlichen Symptomen, die ich hatte. Und die Blutuntersuchung hat es dann im Grunde bestätigt. Und ja, dann, als die Blutwerte da waren, es gibt so einen Wert, und das ist dieser Trackwert. Und wenn der richtig hoch ist, und der war in meinem Fall richtig hoch, und auch die Schilddrüsenwerte selber waren jenseits von Gut und Böse, Mhm. dann ist das ganz klipp und klar, das ist Morbus Basedow. Mhm. Und ich weiß noch total genau, wie das war. Ich stand so vor meinem Arzt und der sagte, ja, das ist eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Und das ist eine chronische Erkrankung, das geht nie wieder weg, damit werden Sie leben müssen. Sie können jetzt Tabletten nehmen und wenn die Tabletten nicht anschlagen, wenn sich diese Überfunktion nicht beruhigt, dann ist das gar kein Problem. Wir können die Schilddrüse operieren oder Sie können eine Bestrahlungstherapie machen und dann kriegen Sie einfach eine Tablette und das ersetzt es dann. Und das war so, okay, erstmal so diese Ansage, so, das ist jetzt für immer da, das geht nie wieder weg. Das war echt sowas, das ging die ganze Zeit in meinem Kopf rum und ich stand vor diesem Arzt, der stand da so in seinem weißen Kittel und ich wurde innerlich immer kleiner und kleiner und kleiner und dann war da auch direkt so dieses Gefühl, so wie, ich kann jetzt Tabletten nehmen und wenn die nicht helfen, dann eine OP und eine Bestrahlung und dann ist meine Schilddrüse weg oder kaputt und dann nehme ich eine Tablette und das soll das dann ersetzen. Das war so, das hat so in mir überhaupt nicht gestimmt. Das hat sich für mich so falsch und so verkehrt angefühlt. Da war sofort so ein Widerstand da. Ja, Mhm. ich bin dann nach Hause gegangen mit den aufgeschriebenen Tabletten, mit diesen Schilddrüsenblockern, die man dann kriegt. Ich habe die auch ganz brav genommen und habe dann erstmal eine riesen Recherche gestartet, wie das dann so ist. Ne? Man fragt Dr. Google. Und was ich da gelesen habe, hat mir echt erstmal Angst gemacht. Also mir hat die Krankheit überhaupt nichts gesagt bis dahin. Und dann hatte mein Arzt mir noch so quasi so im Rausgehen gesagt, so ja, es kann sein, dass das die Augen mit betrifft. Sie müssen bitte auch jetzt immer zum Augenarzt gehen. So, okay. Und das Dann habe ist ich auch halt, so eine Nachricht, wenn man hört, das betrifft die Augen. Das macht einem ja so eine Riesenangst, weil das ist, also ich kann mir das gar nicht vorstellen. ja, zumal, also klar, jeder möchte sehen können. Und bei Morbus Basedow, das wusste ich aber in dem Moment nicht, das habe ich mir dann sozusagen ergoogelt, ähm, ist es nicht nur so, dass die Augen beschädigt werden können, sondern diese Krankheit kann dich körperlich entstellen, weil dann entzündet sich das Gewebe hinter den Augen und die Augen sind ja in so einer Höhle drin und die können ja nirgendwo hin. Und wenn eine Entzündung entsteht, dann wird das Gewebe ja mehr. Es vergrößert sich. Ich meine, wir kennen das, ne? Ein Mückenstich ist ja auch nichts anderes als eine Entzündung. Das ist ja auch eine Schwellung. Und diese Schwellung drückt buchstäblich die Augen aus den Höhlen. Also man kriegt so richtige Glotzaugen davon. Und es hat auch einen ganz fiesen Namen. Das heißt Glotzaugenkachexie. Und ich fand Also schon wer diesen hat Begriff diesen so Namen furchtbar. gegeben? Das ist ja Ja, schrecklich. ich habe auch gedacht, wer hat diesen scheiß Namen erfunden? Das ist schon schlimm genug, dass man Ja. das so hört. Ja, aber dann auch noch so ein furchtbarer Name. Okay, und ich bin dann zum Augenarzt und da war zum Glück alles gut, aber das war immer so mein Damoklesschwert. Und dann habe ich ein Buch gefunden von einem Arzt, Dr. Bernd Rieger. Das ist ein Internist und Schilddrüsenspezialist, der das Ganze so ein bisschen ganzheitlich angeht. Und Mhm. ähm,
der empfiehlt, dass man Jodhungern betreibt. Die Schilddrüse reagiert ja auf Jod und Jod ist der Treibstoff, der sozusagen diese Aktivität fördert. Und wenn man über die Ernährung überhaupt gar kein Jod mehr zu sich nimmt, dann beruhigt sich die Schilddrüse auf natürliche Art und Weise. Nichts anderes machen ja die Schilddrüsenblocker chemisch. Und dann habe ich gedacht, okay, ich versuche es mal so und habe dann versucht, ja, wirklich jodarm oder jodfrei zu essen, was überhaupt nicht leicht ist, weil es ist nicht damit getan, dass man jetzt nur den ganzen Seefisch und sowas weglässt, sondern es ist Jod in verschiedensten Speisen versteckt. Also zum einen sind schon mal sämtliche Industrieprodukte sind jodiert, das muss man einfach wissen. Und dieses Kaliumjodat ist ein chemischer Jodersatz, der ja grundsätzlich mal eigentlich nicht in unseren Körper gehört. Mit dem kann auch eine gesunde Schilddrüse schon ihre Probleme haben. Eine kranke ist damit richtig überfordert. Aber sämtliche tierische Produkte, also Milch, Fleisch, Eier, sind jodbelastet, weil die Tiere jodiertes Futter bekommen. Und ja, mir dämmerte irgendwann, okay, das wird eine Nahrungsumstellung in Richtung vegan. Ich habe mich da lange Zeit gegen gewehrt und habe immer erst noch versucht, irgendwie Ersatzprodukte zu finden oder irgendwie Produkte aus dem Ausland oder Wildfleisch oder so und habe mir im Grunde selber den Weg ein bisschen erschwert, dadurch, dass ich nicht einfach gesagt habe, so, okay, ich probiere es mal und lasse alles weg. Aber ich habe einen ganz guten Weg gefunden für mich und es hat richtig gut funktioniert bei mir und ich habe innerhalb von ein paar Monaten dann die Tabletten auch absetzen dürfen. Also dieses Jodhungern in Kombi mit den Tabletten, das hat recht rasant und schnell dazu geführt, dass sich diese Überfunktion gelegt hat, dass der Tragwert auch angefangen hat zu sinken. Und dann habe ich mich einfach schlau gemacht, welche Nahrungsmittel antientzündlich wirken, habe die bewusst in meine Ernährung eingebaut. Ich habe über meine Mutter ein ganz, ganz großes Heilpflanzenwissen geerbt und habe mir selber grüne Smoothies gemacht mit Heilpflanzen, habe versucht, meinen Körper dadurch zu unterstützen, habe bestimmte Tees getrunken, habe versucht, biologische Schilddrüsenblocker in meine Ernährung einzubauen. Also biologische Schilddrüsenblocker, damit meine ich jetzt Nahrungsmittel, die die Schilddrüse beruhigen. Ja? Was sind das für Nahrungsmittel? Also zum Beispiel Zwiebeln oder Kohl, alles, was so Senföle enthält, zum einen. Zum anderen gibt es einen sehr starken, ich sag mal, biologischen Schilddrüsenblocker, das ist die Tamarinde. Das ist, also Sauerdattel heißt die auch. Man kennt es aus der ayurvedischen Ernährung. Da gibt es Tamarindenpaste in so kleinen Gläschen, damit werden Gerichte abgeschmeckt. Schmeckt sehr sauer. Und das funktioniert sehr gut. Das war auch immer so ein bisschen mein Retter, wenn ich mal essen gehen wollte, irgendwo auswärts. Dann habe ich mir Tamarindenpaste in so einem Gläschen mitgenommen und habe die mir dann ins Getränk gerührt, damit ich einfach einen Ausgleich hatte zu dem Jodgehalt in meinem Essen. Und das hat wirklich gut funktioniert. Also ich habe damit wirklich sehr schnell meine Werte so zum Sinken gebracht und die waren dann irgendwann auf so eine, ja, sie waren schon noch da, aber das war so eine Grenze, wo auch auf den Laborbefunden immer drauf stand, so ist grenzwertig, aber okay. Und das hast du dann wirklich einfach mit dieser Ernährungsumstellung und mit deinem Wissen von Naturkräutern so hinbekommen? Ja, genau. Was ich auch gemacht habe, ist viel Wolfstrappkraut, so, das ist ein Zungenbrecher. Wolfstrappkraut heißt die Pflanze, das als Tee zu trinken. Wolfstrappkraut ist ein starker biologischer Schilddrüsenblocker. Die wächst auch bei mir am See. Ich habe einen See vor der Haustür und überall rundherum, die hat es gern feucht, ne? Wächst Wolfstrappkraut. Und das habe ich mir als Tee besorgt, aber in getrockneter Form und habe das getrunken. Es gibt es auch als Tropfen, als Schilddrüsenmedikament, aber solltest du das jetzt hören, bitte nicht einfach so ausprobieren, sondern sowas immer nur in Absprache mit dem Arzt, weil das ist recht stark, so von der Wirkung her. Ja. Und ja, also ich habe so ein bisschen an mir selber auch experimentiert und ausprobiert und geguckt, was mir gut tut. Und das hat für ein paar Jahre wirklich funktioniert. Also ich habe 2013 die Diagnose gekriegt, Anfang 2013 und ich habe so, ja, bis 2017, Ende 2017 war alles super. Ich habe dann auch auf Urlaub am Meer verzichtet, habe gedacht, naja, ich halte die Diät jetzt einfach bis ans Ende meines Lebens durch. Ich fahre nie wieder ans Meer, denn Berge sind ja auch schön so, habe versucht, mich da so mit einzurichten.
Was ich nicht bedacht habe, ist, was passiert, wenn man das seinem Umfeld so erzählt. Weil am Anfang bedauern die einen so, ach du Arme, du kannst es jetzt nicht mehr essen. Und das ist auch ganz schön, am Anfang so bedauert zu werden. Ne? Mhm. Aber irgendwann geht dieser Schuss nach hinten los, weil dein Umfeld hält dich dann in dieser Opferrolle, in dieser Krankheitsrolle drin, auch wenn du da selber raus bist oder raus möchtest. Ja. Das hat mich also sehr vorsichtig gemacht und es war schön, dass so viel Rücksicht auf mich genommen wurde, aber in dem Moment, wo ich gesund war, haben die das immer noch im Kopf gehabt und teilweise heute noch. Also das ist ein bisschen schwierig, das wieder aus den Köpfen rauszukriegen. Ja, und ich habe das dann einfach so laufen lassen über die Jahre und du kannst dir das so ein bisschen vorstellen, als wäre die Krankheit ein Feuer gewesen und was ich so durch diese Umstellung geschafft habe, ist so die Flammen, so das offenbar Sichtliche von der Krankheit erstmal so zu ersticken. Was aber immer noch da war, war die Glut, also die Ursache, weil jede Krankheit hat eine Ursache, warum sie da ist. Und an dieser Ursache, da war ich definitiv noch nicht dran. Mhm. Und 2017 habe ich dann festgestellt, dass ich in meiner rechten Brust ein Loch habe, und zwar ein Hühnerei großes Loch. Also mir hat Unterhautgewebe gefehlt. Das ist auch nicht so puff über Nacht passiert, das wurde immer mehr, aber es war dann irgendwann da. Und meine Gynäkologin hat sich das angeguckt und hat gesagt, naja, das ist nichts Gefährliches im Sinne jetzt von Krebs oder so. Das wird wohl irgendwie seit der letzten Stillzeit so gewesen sein und sie haben es nicht gemerkt. Und ich so, nee, sorry, aber ich kenne meinen Körper. Das ist jetzt in den letzten Wochen entstanden. Ja. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt und habe gedacht, okay, Moment, Basedow, das ist ja, die Schilddrüse ist ja auch eine Drüse, das ist unsere größte Drüse. Und eine Autoimmunerkrankung ist ja so, dass der Körper sich selber angreift, dass er beginnt, in sich selber Dinge zu zerstören, weil er diese Krankheit ja, loswerden will. Und Genau, das ist die momentane Theorie dazu, ja, ja, genau. aus der So, und medizinischen dieses Forschung. Drüsengewebe in der Brust, das ist ja auch nichts anderes als auch ein Drüsengewebe. Und dann dachte ich mir so, okay, dann wird das wohl mit dieser Krankheit zusammenhängen, weil die kann an verschiedenen Stellen ansetzen und da eben Schaden zufügen. Und bei mir war es dann halt eben, Gott sei Dank, nicht die Augen, sondern die Brust. Mhm. Was heißt Gott sei Dank? Sagen wir mal so, ich war froh, dass es die Augen nicht getroffen hat, aber es hat mich total fertig gemacht, dieses Loch in der Brust zu haben. Und ich dachte so, okay, was kommt jetzt als nächstes? Ich dachte, ich hätte diese Krankheit irgendwie unter Kontrolle, hatte ich aber nicht. Mhm. Überhaupt nicht. Und dann war das so ein schleichender Prozess über das Jahr 2018 hinweg. Ging es mir immer schlechter und meine Haut wurde immer schlechter und ich habe sehr extrem Akne bekommen und ich habe so richtig gemerkt, wie mich so die Kraft verlässt, wie alle Lebensfreude rausgeht. Und im Winter so 2018, 2019 hatte ich so den absoluten Tiefpunkt. Da war ich regelrecht entstellt. Also ich habe so schlimm Akne gehabt. Das hatte ich zu meinen schlimmsten Pubertätszeiten nicht. Ich habe mich nicht mehr getraut, das Haus zu verlassen. Ich habe Menschen gemieden. Ich habe immer meinen Mann geschickt, wenn die Kinder irgendwo gefahren werden mussten. Und ich habe mich regelrecht verkrochen und ich bin richtig in so ein Loch gefallen. Und ich habe auch so gemerkt, okay, das dreht sich jetzt, diese Krankheit, rutscht jetzt eher so in Richtung Unterfunktion. Und ich weiß noch ganz genau, es gab so einen Morgen, da hatte ich die Kinder in die Schule geschickt und ich war oben im Obergeschoss, habe noch so ein bisschen geräumt und war bei meinem kleinen Sohn im Zimmer. Da kann man so rausgucken aus so einem Dachschrägenfenster in den Garten und in den Himmel. Und ich war so fertig mit der Welt. Ich habe mich da hingesetzt, habe so nach oben geguckt in die Wolken rein und ich bin nicht christlich oder irgendwas, aber ich war so fertig. Ich habe mich da hingesetzt. Mir liefen einfach nur noch die Tränen runter und ich habe gesagt, so wenn mich jetzt irgendjemand hören kann, ich weiß nicht mehr weiter. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich habe es versucht und ich bitte jetzt um Führung. Ich weiß nicht, wie ich da raus soll. Mhm. Dann hat es ein bisschen gedauert und dann bin ich so über diese ganze Persönlichkeitsentwicklungsszene gestolpert sozusagen und habe gemerkt, hey, Krankheit passiert nicht nur im Körper, sondern wir sind mehrdimensionale Wesen, ja. Wir sind eine Einheit aus Körper, Geist und Seele und
Unsere Gedanken haben einen unfassbaren Einfluss auf unseren Körper und alles, was so auf seelisch-emotionaler Ebene nicht stimmt, hat einen unfassbaren Einfluss auf unseren Körper und das hängt zusammen. Und wir können nicht versuchen, eine Krankheit im Körper alleine auszulöschen, wenn wir uns die anderen Teile nicht angucken. Und das war für mich so, ja, das, wo ich so angefangen habe, okay, vielleicht gibt es irgendwo in dir was aufgelöst werden darf oder was der Heilung bedarf. Und dann habe ich mir einfach verschiedene Coaches und Begleiter gesucht und bin wirklich auf so eine innere Reise gegangen und habe geguckt, wie geht es eigentlich meinem inneren Kind, was sind da für Glaubenssätze in mir am Werk, die vielleicht mal Ursache waren für so eine Krankheit. Und habe angefangen, so nach und nach immer mehr aufzulösen. Und dann ging es mir auch immer besser und besser. Und ich habe gemerkt, okay, es hat einen Effekt auf den Körper. Es ging mir vor allen Dingen psychisch wieder sehr viel besser. Mhm. Und im Mai 2019 ist mir was ganz Kurioses passiert. Und zwar habe ich innerhalb von einer Woche hat mein Körper 10 Kilo Wasser eingelagert. Ja. Und ich habe nicht jetzt irgendwie zu dem Zeitpunkt was besonders Komisches gegessen oder so. Ich habe mich nicht anders verhalten als sonst. Und dann bin ich mit dem Verdacht auf akutes Nierenversagen im Krankenhaus gelandet. Und ich weiß noch, ich lag so in meinem Bett, musste quasi noch ein bisschen warten, so auf die ganzen Ergebnisse von den Ärzten. Also die hatten schon grob geguckt, die wussten mit den Nieren, da ist alles okay, aber sie wussten nicht, was das jetzt ist, warum ich so aufgequollen war. Ja? Ja. Und ich hatte so neben mir einen Block und einen Stift und ich saß so in diesem Bett und habe echt angefangen nachzudenken. Ich so, boah, scheiße, was ist denn, wenn das jetzt wirklich was richtig Ernstes ist? Was ist, wenn du gar nicht mehr so viel Zeit auf diesem Planeten hast? Was ist los, wenn du jetzt so in 2 Wochen oder so, keine Ahnung, das wird jetzt richtig schlimm. Ich habe so richtig Panik gekriegt, so okay, was ist dann? Und dann habe ich mir so diesen Block geschnappt und einen Stift und ich so, okay, ich muss hier irgendwie raus. Dann bin ich raus auf so eine Besucherterrasse, gab so eine Terrasse, die guckte so ins Grüne. Dann habe ich mir meinen Block genommen und dann habe ich angefangen, alle meine Ziele, alles, wie ich leben will, aufzuschreiben und mir wirklich klar zu machen, okay, mein Leben ist verdammt kostbar und ich muss jetzt einfach zusehen, dass ich das Beste da raushole. Und dann habe ich wirklich so meine Top 10 Ziele, was ich auf jeden Fall erreicht haben will in meinem Leben aufgeschrieben und alles andere auch. Und als ich dann auf diese Liste geguckt habe, habe ich mir gedacht so, boah, krass, das weicht so davon ab, wie du bis jetzt gelebt hast. Du hast dich an so vielen Stellen verbogen. Du warst gar nicht du selbst. Du hast versucht, es anderen recht zu machen. Du hast versucht, für andere zu leben. Du hast irgendwie versucht, dem äußeren Bild, wo du geglaubt hast, dass andere diese Erwartungshaltung haben, was ja kein Fakt ist, aber das war etwas, was in mir am Werk war, wo ich geglaubt habe, ich müsste dem entsprechen. Und habe mich total verdreht und habe mich absolut verloren und verwickelt. Mhm. Und in dem Moment, wo ich klar hatte, was ich will, habe ich so eine Absicht in mir gefasst, wo ich gesagt habe, so, koste es, was es wolle. Du erschaffst dir genau dieses Leben. Ja? Du löst alles auf, was irgendwie dich da noch behindert und du erschaffst dir genau dieses Leben und alle diese Dinge, die du da auf dem Zettel stehen hast, die wirst du auch bekommen. Und das Erste, was ich aufgeschrieben hatte, war Gesundheit. Und dann bin ich zurückgegangen in mein Zimmer, habe diesen Block weggelegt, habe mich in mein Bett gesetzt und dann musste ich zur Toilette. Und da bin ich aufgestanden und bin dann in dieses Bad rein und dann lief das aus mir raus, dieses Wasser. Ich habe dann in 2 Stunden habe ich dieses ganze Wasser wieder verloren. So, und die Ärzte haben keine Erklärung dafür gefunden. Die haben mich 2 Tage zur Beobachtung da behalten und haben mich dann abgespeist mit diesem, okay, dann muss es ein Hüpfer im Hormonsystem gewesen sein, wir finden hier nichts, die sind offensichtlich gesund, ab nach Hause. So, und für mich war aber so klar, das hat was mit meinem Mindset zu tun gehabt. Das war irgendwas, was in mir gearbeitet hat. Und in dem Moment, wo ich das klar habe, ich habe so eine Stärke in mir gefühlt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so ein Moment, wenn du wirklich so weißt, okay, jetzt ist eine Tür zugegangen in deinem Leben, aber du hast dir gerade eine andere aufgemacht und es geht jetzt durch diese Tür durch. Mhm. Und es war so, ich war so klar in mir in dem Moment. Ich bin dann nach Hause und ich habe dann beschlossen, so, okay, koste es, was es wolle, du wirst gesund und du machst jetzt alles, egal wie unangenehm das ist für dich, um dahin zu kommen.
Und dann habe ich mir eine Therapeutin gesucht, dann habe ich eine Familienausstellung gemacht, dann habe ich eine Hypnosetherapie gemacht, dann habe ich wirklich ganz tief in meinem Unterbewusstsein gearbeitet. Ich habe sehr, sehr viel Vergebungsarbeit geleistet und ich weiß noch, es gab so eine Vergebungsmeditation, wo ich so das Gefühl hatte, ich habe ganz viel losgelassen. Da habe ich jetzt wirklich so das Paket, was ich die ganze Zeit mit mir getragen habe, seit Kindertagen, das habe ich endlich mal abgestellt. Mhm. Und also diejenige, die diese Meditation angeleitet hat, die hat immer gesagt, viel trinken während der Vergebungsarbeit. Da wird wirklich bis auf Zellebene was ausgespült. Ich habe auch immer ganz viel getrunken. Und wenn man so viel trinkt, dann ist der Urin ja normalerweise ganz, ganz hell. Und Ja. es war auch vorher so. Und nach dieser Vergebungsmeditation war der auf einmal so dunkelorange, wie Wow. so die Schale von einer Apfelsine, wo ich so dachte, krass, was ist das denn? Ich habe mich richtig erschrocken. Ich habe aber einfach weiter getrunken und danach hat so ein Heilungsprozess eingesetzt. Das war der Moment, wo alles gekippt ist bei mir. Da Mhm. wurde die Haut innerhalb von 2 Tagen, nicht 2 Tagen, von 2 Wochen, wurde die so viel besser. Ja, das ist alles abgeheilt. Und Mhm. dann habe ich gesagt, okay, du bist auf dem Weg, Mela, du bist auf dem Weg. Dann waren beim nächsten Mal die Blutwerte schon richtig gut beim Arzt, wo ich so dachte, ja, ja, ja. Und das hat mir innerlich so eine Kraft gegeben, weil ich so gemerkt habe, okay, der Körper folgt. Und ich wurde so leicht innerlich, wenn man so ja, diesen emotionalen Rucksack mal entrumpelt, den wir ja alle irgendwo auf den Schultern haben. Wenn wir da mal wirklich uns trauen hinzugucken und uns selber in uns heilen, dann folgt der Körper nach. Und das war für mich so der absolute Schlüssel, dieses Innen auflösen und der Körper folgt. Und ja, wir können den Körper total viel über Ernährung unterstützen. Und ich finde das super wichtig. Und ich mache das auch heute noch, dass ich total gesund lebe. Ähm, aber für mich war das noch nicht ausreichend, um heilen zu können. Also es gab in mir immer noch Glaubenssätze, die am Werk waren. Es gab immer noch Schattenthemen. Es gab immer noch alten Groll, der aufgelöst gehörte, bis ich dann wirklich so auch auf seelischer Ebene aufblühen konnte und heilen Ich konnte. sage auch immer, mit der Ernährungsumstellung und sich da stabil zu machen und der Erkenntnis, was wäre eigentlich mein Grundnaturell, diese zwei Sachen, die Ja, birgen so viel Gesundheit und Chance, wieder in das eigene Gleichgewicht zu kommen, dass dann noch eine Tiefenreinigung geschieht. Also die gesunde Ernährung ist schon eine Reinigung ja, und dann das Grundnaturell, wirklich ein Ja zu finden zu sich. Und die Tiefenreinigung ist dann das ganze Traumata, was man erlebt hat, Festlegungen, Lügen, all das, was man mal gehört hat, das nochmal aufzuräumen, das ist wirklich so eine Stufenarbeit. So wie du sagst, es verläuft dann in verschiedenen Schichten. Man ist eigentlich wie eine Zwiebel und man zwiebelt ab und man zwiebelt ja, ab, bis man wirklich an den Kern kommt. Und das ist dann die Essenz des Lebens. Ja, absolut. Wahnsinn. Also da gehe ich total mit dir konform. Und das war dann auch wirklich so, ich bin Mai 2019 im Krankenhaus gelandet und im Grunde war ich im September von den Werten her gesund. Da hat meine Ärztin gesagt, so, ich weiß nicht, was Sie gemacht haben, Frau Schölper, aber Ihre Werte sind gut. Ich sage, ja, ich fühle mich auch wieder richtig gut. Und dann ging das ja so der Neige zu und so im November fing das in der Brust so an zu prickeln. Du kennst es bestimmt, dass ja auch Kinder, so wenn beim Stillen die Milch so einschießt, das kribbelt so. Und ich dachte, was ist das? Du stillst doch gar nicht, komisches Gefühl. Und dann wurde das aber immer fester und ich habe gemerkt, so, okay, krass, das Gewebe wächst nach. Ich habe mir das immer vorgestellt, ich habe immer visualisiert jeden Morgen, wie ich komplett geheilt bin, wie ich komplett gesund bin, habe immer ganz viel Liebe und Energie dahin geschickt und irgendwann hat der Körper da auch wirklich reagiert. Und Ende 2019 war ich kerngesund. Und es ist auch nichts mehr zu sehen. Also ich habe dann nochmal einen Ultraschall machen lassen von der Schilddrüse und die war wirklich sehr entzündet vorher. Man hatte immer so dunkle Flecken gesehen. Und Mhm. dann weiß ich noch, wie der Arzt so, der nahm so diesen Stick darunter und wischte den so ab und sagte, also Frau Schirpe, wenn ich Ihre Geschichte nicht kennen würde, dann würde ich jetzt auf dem Ultraschall nicht mal mehr sehen, dass die Schilddrüse überhaupt entzündet war. Da sind keine Narben zurückgeblieben und gar nichts. Es hat sich komplett regeneriert. Und ich so dachte, das ist so schön. Und dann war so Anfang des Jahres 2020, habe ich mir gedacht, ey, das ist so eine tolle Story jetzt. Und ich hatte so dieses Bedürfnis, so das weiterzugeben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich gehe einfach damit raus. Und vielleicht hilft es irgendwem und vielleicht kann irgendwer Mut dadurch fassen,
dass Morbus Basedow nicht so eine Einbahnstraße ist, sondern dass es heilbar ist und vor allen Dingen auch, dass wir uns Zeit lassen dürfen bei der Heilung und dass wir das in unserem Tempo machen dürfen. Ja. Weil ich habe sehr, sehr oft immer wieder auch gezweifelt so und zwischendurch auch, als es dann so super schlecht wurde, habe ich mir dann auch gedacht, ey, ist das wirklich dein Weg und wäre es nicht einfacher auch, ja, da vielleicht doch irgendwas operieren zu lassen, ne? Weil du leidest jetzt so und es gab diese Zweifel auch in mir. Und ich wollte einfach so, das war so mein Gedanke, ich so, wir dürfen das in unserem Tempo tun. Und der Körper ist so viel stärker, als wir glauben. Der hält so viel aus und der macht so viel mit uns mit. Und wir dürfen auch getrost nach innen schauen und wir dürfen uns alle Hilfe dazu holen, die wir nur wollen. Ja? Und wir brauchen uns nicht abspeisen lassen mit irgendwas, weil, also ich kenne inzwischen auch andere Frauen, die sich von Morbus Basedow geheilt haben. Und die sind alle irgendwo ihren Weg gegangen, aber was sie alle gemacht haben, ist zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach zu sagen, okay, ich übernehme die Verantwortung, dass ich gesund werde. Ich warte nicht darauf, dass mich eine Tablette gesund macht. Ich warte nicht darauf, dass mich ein Arzt gesund macht, sondern ich gucke jetzt, dass ich alles für mich tue, damit ich optimal versorgt bin, damit ich gut heilen kann, damit es mir gut geht. Ja. Und ich weiß nicht, hast du den Film Heal gesehen? Heal? Ja, grinst schon. Da gibt es so diese Stelle, also der Film kommt aus den USA und da werden, ich glaube, 2000 Leute haben die befragt, die sich selber geheilt haben von den unterschiedlichsten Krankheiten, von Krebs im Endstadium über irgendwelche Autoimmunerkrankungen und Rheuma und ich weiß nicht was alles. Und jeder Weg ist so ein bisschen anders, aber die haben so 9 Punkte gefunden. Ja, das war eine Wissenschaftlerin, die das gemacht hat, ja. Ja, genau. Die waren bei allen gleich und ich weiß nicht, ob ich es noch alle so zusammenkriege, aber ich weiß, dass als ich diesen Film gesehen habe, habe ich so, okay, check, 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 check. So ging es mir auch. Ja, so ging es mir auch. So, kannst mir ja helfen. So, können wir überlegen, ob wir dir das machen das zusammen. Ernährung radikal, sage ich natürlich. Genau, radikale Ernährungsumstellung. Ergänzungsmittel, also den Körper mit Supplements und mit gesunden Stoffen stärken, was bei mir so die antientzündlichen Nahrungsmittel waren und Nahrungsergänzungsmittel waren. Dann war das 100% Eigenverantwortung für die Gesundheit zu übernehmen. Es war ein Umfeld schaffen, in dem man heilen kann. Es war eine starke Anbindung wieder in sich selbst haben und so eine starke spirituelle Anbindung auch. Glauben an das Übernatürliche. Ja, war das ein Punkt für sich? Ja, es war negative Energien auflösen und durch positive ersetzen, war der nächste Punkt. Jetzt haben wir 8 und einer fehlt. Doch, der Intuition folgen, der eigenen Intuition folgen. Genau. Ja. Und das ist das, wir haben alle eine Körperintelligenz, aber die ist nicht aktiviert oft, weil wir unbewusst leben. Und wenn wir uns für das bewusste Leben entscheiden, dann wird die aktiviert und sie wird uns recht leiten. Und das ist so schön, wie dich deine Körperintelligenz geführt hat. Das ist also eine fast unglaubliche Geschichte. Ja. Aber sie ist wahr und passiert immer mehr Menschen. Ja, und das ist so spannend. Also ganz ehrlich, in dem Moment, wo ich raus war aus dieser Krankheitsphase 2019, da gingen eigentlich erst die ganzen Fragen los, wo ich so über mich selber so überrascht war, dass ich so dachte, wow, wie funktioniert Heilung? Und dann habe ich wie eine Besessene alles konsumiert, was ich irgendwie zu diesem Thema gefunden habe. Ich habe Louise Hay gelesen, ich habe Dr. Joe Dispenza gelesen, ich habe Kurse mit ihm gemacht, ich habe mich mit Bruce Lipton und Epigenetik beschäftigt. Ich habe mich mit der ganzen persönlichen Weiterentwicklungsszene beschäftigt. Ich habe also eine Ausbildung in Hypnose gemacht. So. Ich habe dann, also wie gesagt, den Film Heal auch geguckt, wirklich so alles aufgesaugt, dieses Buch von Deepak Chopra gelesen, wo ich so dachte, Wahnsinn, Wahnsinn, was eigentlich geht, warum weiß das keiner? Ja? Und dann so gedacht, boah, das sind so wichtige Sachen, das muss laut werden. Und dann durch Social Media jetzt auch mit dir und mit anderen Frauen und so, habe ich gedacht, boah, wir müssen uns echt irgendwie zusammentun und wir müssen einfach ganz laut werden, weil es ist oft so,
Und ich werde auch jetzt schon angeschrieben von Frauen, die dann Rat suchen, ne? Und die wissen wollen, wie ich es gemacht habe oder die einfach verunsichert sind. Das ist oft so, dass wir so eine Verunsicherung in uns tragen, weil wir immer noch so dieses Gefühl haben von, ja, ein Arzt, der hat irgendwie mehr Wissen als wir und der ist so ein kleiner Gott in Weiß und was der sagt, ist Gesetz, ja. Und ganz oft brauchen wir einfach jemanden, der uns so einen Schubser gibt und der uns so sagt, okay, du darfst auch deinen Weg gehen, wenn der sich für dich richtig anfühlt. Und ich will jetzt hier nicht sagen, dass Ärzte überflüssig sind oder so. Ich habe immer mit meinen Ärzten zusammengearbeitet und ich habe auch immer meine Werte kontrollieren lassen. Ich bin auch immer zum Augenarzt gegangen. Und das ist hier nochmal ganz wichtig. Die machen einen guten Job. Aber die Schulmedizin, finde ich, hat auch manchmal einen Tunnelblick. Und die schaut sich ein bestimmtes Teil des Menschen an und sieht aber nicht den ganzen Menschen und sieht auch nicht die Zusammenhänge, in denen er lebt. Und das ist ja nun mal auch so, dass das Zeit braucht. Und die Zeit ist ja auch oft nicht da. Genau. Hast du das Interview auch mit Professor Dr. Mills dir angeschaut, was ich online gestellt habe? Das habe ich noch nicht. Ich habe mir einiges von deinen Sachen angeguckt, aber das Das mal ist nicht. wirklich sehr interessant. Also da bringt es ein Arzt auch auf den Punkt, warum das so ist. Und das ist wirklich sehr traurig für die Ärzte selber, weil das Ja, System ihnen überhaupt nicht hilft. Also das ist, einerseits werden sie nicht ausgebildet in Ernährungsfragen, andererseits haben sie keine Zeit und sie werden auch nicht geschult, einfach auch mal sagen zu können, ich weiß es nicht, die Wissenschaft ist da noch nicht dran oder wir erforschen Medikamente und nicht Heilung. Das wird ja ja, gar nicht gemacht, Heilung wird ja gar nicht erforscht. ja. Ja, absolut. Ich habe auch inzwischen, also ich wusste gar nicht, dass es diesen Begriff gibt oder ich hätte auch nie gewusst, wonach ich suchen soll. Also ich weiß, es gibt auch ganzheitlich arbeitende Ärzte und es gibt holistische Ärzte, die wirklich ja dieses ganze Paket anbieten aus wirklich so einem schulmedizinischen Wissen, aber auch diesem ganzen Ernährung und Körper, Geist und Seele und den ganzen emotionalen Geschichten. Aber ich hätte nicht gewusst zu dem Zeitpunkt, als es mich erwischt hat, wo ich da irgendwie hätte suchen sollen. Also mir hätte dieser Begriff auch gefehlt. Ich hätte es nicht mal googeln können. Ja? Mhm. Und das finde ich ist auch eine Riesenchance von Internet und Social Media, dass sich solche Sachen verbreiten und dass man da einfach jetzt auch weiß, okay, es gibt sowas und man hat auch andere Alternativen und es gibt Anlaufstellen, wo man hin kann. Und man darf sich auch mal eine Zweitmeinung hören. Und das finde ich ist auch so eine Sache von Eigenverantwortung, ja, dass man sich das wohl anhört, was die Ärzte einem da, also ich sage mal, das ist ein Vorschlag, was die machen und dann wirklich auch mal nach innen fühlt, wie fühlt sich für mich der Vorschlag an und möchte ich vielleicht auch noch eine zweite Meinung hören. Und Mhm. dass das total legitim ist, sich eine zweite Meinung zu holen und dass das nicht irgendwie so ein Bruch mit dem eigenen Arzt ist, sondern dass das dein gutes Recht ist und dass es eigentlich auch ein Zeichen von Eigenverantwortung ist, wenn man sagt, okay, der vorgeschlagene Weg, der fühlt sich für mich jetzt ein bisschen nach Bauchweh an. Ich höre mal, was jemand anderes dazu sagt. Oder Ja, vielleicht sogar noch jemand Drittes. ja, sehr, sehr wichtig, ja. Ja, und dass man sowieso einfach schaut, dass der Arzt positive Vibes und nicht mit Vorwürfen kommt oder so, weil das erleben auch viele chronisch Erkrankte, dass Ja, in den Arztpraxen mit Vorwürfen gearbeitet wird. Und das ist etwas, was ich immer wieder sage, du bist nicht an deiner Erkrankung schuld. ja, Man trägt keine Schuld. Man darf sich selber heilen, aber man trägt keine Schuld. Und das ist so wichtig, weil die Schuldfrage einen so, also die lähmt so enorm. genau. Und dass wir uns nach lebensbejahenden Aussagen ausstrecken, die uns wieder aufbauen. Absolut. Also gerade dieses Gefühl von Schuld, das ist so ein niedrig schwingendes, das ist so eine fiese Energie und die raubt uns unfassbar viel Kraft. Ja. Also Schuld, Scham und Groll, das sind so Dinge, wenn wir es schaffen, die aufzulösen und die hinter uns zu lassen, dann haben wir so viel mehr Lebensenergie und ähm, auch Energie, die uns dann zur Heilung zur Verfügung steht und sich da auch wirklich von frei zu machen, dass man wirklich an irgendetwas schuld ist. Ich habe irgendwann begriffen, dass Krankheit eine Chance sein kann. Und ich habe das für mich einfach neu besetzt, dass ich gesagt habe, okay, Krankheit ist einfach nur eine Erfahrung. Es ist ein Teil von einer Erfahrung, die wir hier machen. Und wenn wir es schaffen, da wirklich durchzugehen, weil eine Krankheit hat auch immer eine Botschaft. Es ist immer irgendwo auch eine Botschaft dahinter, dass wir liebevoller zu uns selbst sein dürfen, dass wir
genau hinhören dürfen, wie es uns geht, dass wir unser Umfeld nochmal prüfen, dass wir prüfen, leben wir wirklich das Leben, das unserem Herzen entspricht, unserem innersten Seelenwunsch entspricht, dann ist das so eine Möglichkeit für uns auch zu wachsen. Und dann kann Krankheit, so schlimm das auch erstmal ist und so furchtbar sich das auch anfühlt, so ein persönlicher Wachstums- und Reifeprozess sein, ja, dass es einen für den Rest des Lebens stärken kann. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber ganz ehrlich, ich bin dankbar dafür, dass ich die Krankheit hatte. Ich bin dankbar dafür, dass mir dadurch bestimmte Türen zugehalten wurden und dass ich mir andere aufmachen konnte, weil ich wäre heute nicht der Mensch und ich wäre auch nicht in meiner inneren Entwicklung so weit gekommen, wenn ich diese Krankheit nicht gehabt hätte. Ich war so stolz und so hart zu mir selber früher und ich war so in so einer, ich muss funktionieren, ich muss perfekt sein, ich darf mir keine Schwächen erlauben, Schiene drin. Ähm, das war sowas von ungesund und das aufzulösen. Es hat ja auch immer einen Grund, warum wir so denken. Das ist ja keiner, der morgens früh aufwacht und sagt so, und ab heute bin ich hart zu mir. Das sind ja irgendwelche Dinge, die oft in unserer Kindheit begraben liegen, wo wir mal geschlussfolgert haben, dass es für uns sicherer ist, wenn wir uns so verhalten. Genau, das ist es. Und da wirklich ehrlich hinzuschauen, das kann ganz beschissen wehtun. Und Oh, ich kann das tut wirklich sehr verstehen, weh. Das tut ja, ich kann sehr auch weh. verstehen, dass viele Leute das nicht machen möchten und dass es für manche auch einfacher ist, eine Tablette zu nehmen oder eine OP zu wählen. Und ich verurteile das auch nicht. Weil ganz ehrlich, ich bin durch einen Prozess gegangen, wo ich viele, viele, viele heilsame Tränen vergossen habe. Ja, Ja, genau. aber Es ist dieser Zerbruch, den ich immer sage. Es ist der Zerbruch, der stattfindet. Und erst dann wächst diese Pflanze, die wir wirklich sind. Und aber dieser Zerbruch, der tut scheiß weh. Das kann man nicht gut reden. Und vor allem hilft einem da kein Alkohol und sonst nichts Betäubendes. Da muss man mit offenen Augen, offenen Ohren und offenem Herzen durch. Es ist eine Operation am offenen Herz. ja, Aber es ist das allergrößte Geschenk, was man nachher bekommt. Es ist die Einsicht, wer man wirklich ist. ja, Was ist mein Grundnaturell? Und dann die Kraft zu haben, wirklich danach zu leben, das beeinflusst ja dann das ganze Umfeld, weil sie dürfen dann auch aufblühen, wenn du aufblühst, gerade als Mutter oder als Partnerin oder dann im Beruf oder das, was du jetzt auch immer mehr anbietest. Das ist ja dann so eine fruchtbare Gabe, die daraus erwachsen ist. ja, So ja. wertvoll. Absolut, da bin ich ganz bei dir und das stimmt wirklich. Also so eine innere Veränderung, die färbt total auf das Umfeld ab und in einem total positiven Sinne. Und ja, von manchen Beziehungen verabschiedet man sich und andere werden aber tiefer und es kommen neue Verbindungen in dein Leben, die es so viel reicher und so viel schöner machen. Und ja, ich kann da wirklich nur jedem Mut zu schubsen, wirklich aus vollem Herzen. Geht diesen Weg und traut euch mal nach innen zu schauen, weil jede Krankheit ist für mich so eine Botschaft in einer verdammt unangenehmen Verpackung. Aber es ist eine Botschaft und ich Mhm. habe auch echt diesen Punkt gebraucht, dass es mich wirklich so in die Ecke gedrängt hatte, dass ich keine andere Chance mehr hatte, als mal nach innen zu gucken. Das habe ich mir vorher verboten und vor allen Dingen alles, was auch nur so ansatzweise Richtung, ich sag mal, Psychotherapie oder so gegangen ist, war für mich total schambehaftet, total vorurteilsbehaftet und das war für mich sowas so, ich bin doch nicht bescheuert, ich gehe doch nicht zum Psychologen so. Ja? Mhm. Mhm. Also ich habe mir auch einfach aus Stolz und aus Scham viele Türen zugehalten. Mhm. Ähm, und ich kann da wirklich nur jedem raten, egal wo es weh tut, egal auch was andere sagen, geht durch. Geht durch, schaut hin, weil Schmerz und Symptome, die haben immer eine Botschaft. Und ja, unser Körper will heilen. Der will nichts anderes als gesund sein. Der liebt uns, der will heilen und der tut das in dem Moment, wo er die Chance dazu bekommt. Ja. Ja, ich denke auch immer, das wirklich zu spüren, was für Therapien sind jetzt dran. Bei mir war das irgendwie nach einem Jahr Leberreinigung, wo ich gemerkt habe, hey, ich bin wieder stabil und ich habe wieder einen klaren Kopf. Ja,
dann konnte ich wirklich hinsehen, was ist eigentlich zugestoßen, was liegt da tiefer begraben, warum hatte ich überhaupt so viel Adrenalin ausgeschüttet immer, was habe ich damit gefüttert mit diesem Lebensstil und da dann aufzuräumen, ich hätte nie und nimmer die Kraft gehabt, eine Psychotherapie anzufangen oder ich hätte den Sinn auch dahinter nicht gesehen vor der Ernährungsumstellung. Also für mich war das wirklich essentiell, körperlich mich zu stabilisieren und ja, so rein zu werden, weil ich habe das Gefühl, sobald mein Körper gereinigt war, war mein Kopf auch viel reiner, weißt du? Ich war Ja, klar. das Und, kann ich nachvollziehen. ja, und mit dieser Klarheit dann eine Therapie zu machen, das schlägt auch richtig schön ein und das freut den Therapeuten auch immer, weil es dann Das vorwärts geht. Das stimmt, man ist dann so ein Easy-Going-Patient, weil man ist total willig und man ist bereit. Ja, aber das ist total interessant, was du sagst, dass man den Körper so vorbereitet. Und ich habe jetzt übrigens auch, also als ich erkrankt bin 2012, da gab es dieses Buch von dem Anthony Williams noch nicht auf dem deutschen Markt. Das ist erst 2018 erschienen und das war so mein Tiefpunkt, da habe ich nach innen geguckt. Ich habe mir das jetzt mal geholt, einfach weil ich neugierig war, weil ich wissen wollte, was drinsteht und was schreibt er denn und so viele erzählen davon. Und das ist echt witzig, weil ich habe intuitiv, nicht alles, aber ganz, ganz vieles, habe ich mir so intuitiv zusammengesucht, wie er das beschreibt. Und es war für mich nochmal so ein Aha-Effekt, wo ich dachte, das ist ja spannend. Ja. Also ganz viele von diesen antientzündlichen Lebensmitteln, die er da auch empfiehlt, oder von Lebensmitteln, die so für die Schilddrüse gesund sind oder die die Leber entgiften, die habe ich mir auch zusammengesucht und ich habe teilweise auch einen Hyper gehabt auf die Dinger, also einen Hunger darauf. Ja? Ich hatte Bock, die zu essen und habe da auch meinem Körper einfach dann vertraut, dass wenn ich Lust hatte, ganz viel frisches Obst und Gemüse, dass ich ruhig alles andere weglassen kann und dass das wohl gut sein wird für mich. Und war es auch. Und das fand ich so spannend, dass wir so eine Körperintelligenz haben, die uns eigentlich leitet und die uns eigentlich führt. Und was wohl dazu gehört, ist ein harter Entzug, weil ganz ehrlich, unsere Ernährung, ja, ich kann es nicht anders beschreiben, aber unsere Ernährung, die ist alles andere als gesund. Also die normale Standardernährung mit all den tierischen Produkten und mit all den Industrieprodukten und mit dem weißen Zucker und dem weißen Mehl, das ist keine gesunde Ernährung. Sorry, heute weiß ich es besser, ja, aber ich habe mich jahrelang auch so ernährt und ich habe schon gedacht, ich lebe gesund. Ja. Es wird mir auch so gesagt, naja, du brauchst viele Eier und du brauchst einen gewissen Anteil Milch und so. In dieser Ernährungspyramide kriegen die Kinder das in der Schule schon so beigebracht. Und das ist ja auch, also ganz ehrlich, es ist ja auch nicht leicht, neue Wege zu gehen. Und man kämpft dann so mit zwei Sachen. Zum einen macht man einen harten Entzug, weil auf Zucker zu verzichten und auch auf diese ganzen Milchsachen und so zu verzichten, das ist nicht leicht. Es macht doch keinen Spaß immer. Vor allem anfangs. Nachher, wenn es der Körper gespeichert hat, dann ist es easy. Aber anfangs ist es nicht leicht, ja. Es ist überhaupt nicht leicht. Was mir total geholfen hat, ist Fasten. Also wirklich so, ich habe so Intervallfasten gemacht, auch eine ganze Zeit lang und dann wirklich morgens früh einfach nur gesunde Smoothies aus irgendwelchen Wildkräutern und ein bisschen Obst. Das hat es mir leicht gemacht, dann irgendwo so einen Cut zu setzen und gesagt, so ich mache jetzt so eine Fastenkur und danach gesund weiter. Und so ein Smoothie, Obstfasten. ja, Ja, genau. ja, sehr heilsam. Und also der Entzug, sage ich mal, ist die eine Sache und das andere ist ja auch, es ist so unbequem. Du musst ja neue Dinge einkaufen, du musst neue Rezepte lernen, du musst neue Wege trampeln und wir verändern uns ja nicht gerne. Das ist ja für eine Anstrengung, mit Anstrengung für uns verbunden. Und unser Gehirn hat immer nur zwei Fragen, Safety und Comfort first. Also ist es bequem und ist es sicher? So, und wenn es die beiden Dinge nicht abhaken kann, dann ist es nicht zufrieden, weil unser Hirn möchte Energie sparen, ja, und wir arbeiten da so gegen uns selbst und das ist einfach auch ein Prozess und ich kann nur jedem sagen, so seid liebevoll mit euch auf eurem Weg. Also ich war sehr oft sehr hart und ich habe immer so an mich den Anspruch gehabt, wenn du was machst, dann mach es perfekt und zu 100% und keine Ausnahmen sind erlaubt und ich war wirklich sehr, sehr, sehr radikal und meine Selbstansprache war auch alles andere als liebevoll. Also das ist auch was ich habe lernen dürfen, liebevoll mit mir selbst zu sein, nachsichtig mit mir selbst zu sein und auch mal 5 Grade sein zu lassen und ich habe heute so eine gesunde 80-20-Regel.
Also 80% lebe ich super gesund und 20% mache ich dann Ausnahmen. Also Mhm. ich gehe auch schon mal mit meinem Mann abends irgendwo essen und ja, ich bestelle dann jetzt nicht irgendwie das Schnitzel mit den Pommes, sowas nicht. Ich achte halt schon noch drauf, was ich da bestelle und wo ich esse, ja. Aber dann kann es auch schon mal sein, dass irgendwas in Butter angebraten ist oder so und dann sage ich so, okay, gut ist, dann ist es jetzt so und ich lasse es mir jetzt diesen einen Abend schmecken oder ich habe dann mal helle Spaghetti auf dem Teller oder so. Das ist okay. Und ich genieße dann einfach den Abend und ich mache mir keinen Kopf, weil ich habe so für mich den Satz so, okay, mein Körper hat ja auch Ausscheidungsfunktionen und solange ich den nicht überlaste, scheidet der auch Dinge aus, die er Ja, nicht braucht. Ja? ja. Und da so ein gesundes Gewicht von 80% wirklich super reine, gesunde Ernährung und 20% Ausnahmen, das ist okay. Mhm. Und was ich auch noch festgestellt habe, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber mein Geschmackssinn hat sich total verändert. Oh ja, das geht allen so. Die Also ich Ernährungsstörung. schmecke süß schon in ganz, ganz kleinen Dosen. Also mir reichen 2 Datteln irgendwo mitpüriert und ich finde, das ist knallsüß. Ja, Mhm. sowas. Oder auch dadurch, dass ich wirklich so ganz reine Lebensmittel also esse und nichts Verarbeitetes mehr. Ich habe jetzt mal, ich weiß gar nicht mehr wo, irgendwo ist mir jetzt so ein Creme Brûlée oder so, gab es zum Nachtisch und das war so aus der Verpackung. Ich war nur so neugierig, habe mal so Finger rein und mal abgeleckt. Das hat so ekelhaft geschmeckt für mich. Das war für mich so, ich so, boah, wie könnt ihr das essen? Das schmeckt ja einfach nur widerlich und nach irgendeinem Punch und das ist ja kein Nahrungsmittel, was irgendwie lecker ist. Und die Mhm. wollen sich das alle am reinpfeifen und für die war das lecker. Und ich kann Mhm. mich aber daran erinnern, dass ich auch sowas mal hatte. Also ich fand auch Ja, mal so Fruchtjoghurt, so diese fertig vorgemixten Fruchtjoghurt fand ich mal lecker. Also für mich war ja, das, ja, haben die ich, nach Kirsche geschmeckt. ja, Wenn ich ja. das heute nur rieche, ich finde, das riecht wie so ein Chemieunfall, ja. Dieser künstliche Auch. Kirschgeruch, boah. Also das ist nichts, was ich wieder in meinen Körper lassen werde, ja. Mhm. Ja, und dass wir uns so verändern können, obwohl du, wie du so schön gesagt hast, Comfort and Safety first, dass man einfach dann weiß, es ist gut so, es ist richtig. Und also bei mir sind auch Heißhungerattacken nach Salzen oder Süßen oder nach Sachen, wo sich Ja, mein Hirn damit verbunden hat, wie Schokolade oder was weiß ich, das ist komplett weg. Aber das hat bei mir schon so mindestens 9 Monate gedauert, bis ich nicht mehr so Gelüste habe, gerade vor der Periode oder so. Aber nach dieser Zeit, ich weiß nicht, ich habe das einfach nicht mehr und das macht so einfach, das Leben ja, gesund zu gestalten. ja, absolut. Und ich glaube, wenn man so die innere Haltung hat von, ich verbiete mir gar nichts, ich Mhm. könnte es essen, wenn ich wollte, ähm, ich möchte es aber nicht, weil ich weiß, es ist nicht gesund und ich kann das inzwischen auch. Also es kann neben mir jemand eine Tüte Chips aufreißen oder Salsa. Also ich bin eher so die herzhafte Nudel gewesen von Anfang an immer. Also mit Gummibärchen und Schoki hast du mich nie gekriegt. Aber ich hatte immer so Hyper auf total salziges und so Chips und Salzstangen und sowas. Das ging bei mir immer. Und das macht mir nichts mehr aus. Ich finde das sogar, also in dem Moment, wo diese Tüte mit den Chips aufgeht, da rieche ich dieses fiese Fett. Mhm. Ich bin da so, früher fand ich den Geruch von so, ja, so deftigen Sachen auch lecker und heutzutage, also was ich immer noch lecker finde, ist der Geruch von gegrilltem Gut, was Mhm. auch immer. Ne? Also dieses, wenn irgendwas so auf dem Feuer zubereitet wird, das finde ich immer noch lecker, aber was ich überhaupt nicht mehr lecker finde, ist, wenn ich irgendwo durch einen Einkaufsladen gehe und die haben jetzt irgendwie so eine Fleischtheke und dahinter wird irgendwie, die machen ja schon mal so warmes Essen, da kommt mir dann so ein Küchengeruch entgegen, wo dann irgendwas gebrutzelt und gebraten wird und da denke ich mir auch so, ne, da rührt sich nichts mehr. Da ist nicht das, da geht diese Leckerdrüse in meinem Kopf nicht mehr für an. So schön. Ja, liebe Gerti, vielen Dank für diese Stunde und dieses Gespräch. Das war so schön. Du hast so viele wunderbare Sachen gesagt. Total heilend auch, weil ich glaube, auch Heilung steckt auch immer wieder in Worten, die die Wahrheit in sich tragen. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, deine persönliche Geschichte mit uns geteilt hast. Ja, von Herzen gerne. Und also was ich noch so euch mitgeben wollen würde, Ja. ist, für mich ist Krankheit auch immer
ein Ausdruck eines Hilferufs der Seele und traut euch hinzuschauen. Das ist das eine. Und zum anderen, vertraut euch selbst. Vertraut eurem Körper, vertraut eurer Intuition, die leiten euch. Und ja, solltet ihr irgendwie Fragen haben, Priscilla oder ich beantworten da gerne alles dazu. Ihr findet mich bei Instagram und ja, ansonsten total schön, dass ich die Bühne bekommen habe. Danke dir auch für das Nachfragen und es war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch mit dir. Das war es wirklich. Vielen Dank für deine Inspiration, deine inspirierenden Gedanken. Das ist Wahnsinn. Und ich liebe es, dass ich einfach so viele Menschen treffen darf und es kommt immer wieder etwas Neues. Das ist so schön. Das sieht man auch, wie individuell wir sind und dass wir eben alle unsere eigenen Wege haben. Ja, und da möchte ich dich auch einfach motivieren und sagen, auch du hast deinen eigenen Weg und die Körperintelligenz wohnt in dir, die Intuition ist da und sie möchte einfach nur aktiviert werden. Und ich möchte dich ermutigen, da wirklich hinzuhören und die Schritte zu gehen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne ein Like und wie die Gerti gerade gesagt hat, ihr könnt auch gerne kommentieren und Fragen stellen und wir werden darauf eingehen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao!